Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusia MOBA. Schön, dass ihr wieder hier auf meinem YouTube-Kanal geschaltet habt. Ich bin der Louis und heute gebe ich wieder einfach was zum Besten, weil ich war ja fast ein halbes Jahr nicht da. Gut, was will ich euch als erstes sagen? Auch wenn das neue Jahr schon ein paar Wochen jetzt her ist, aber wir haben immer noch Januar. Und an der Stelle, zumindest haben wir noch 11 Monate vor uns bis zum nächsten Jahreswechsel, wünsche ich euch und euren Familien erstmal alles Liebe und Gute, Gesundheit, Harmonie, und zwar in der Reihenfolge. Und dann natürlich noch Glück und viele Kohle, damit ihr ein bisschen weiter an der MOBA bauen könnt. Ne? So, also, das gehört irgendwie dazu. Wenn ihr sagt, Mensch, Neujahrsgrüße, das sind keine Neujahrsgrüße, das sind einfach nur Grüße, die ich jetzt in den Raum stelle. So, dann ist mir noch was ganz wichtig. Ich möchte mich an der Stelle bei euch allen bedanken, denn ich habe dank eurer Hilfe die 10.000er-Marke geknackt. Ich bin einfach von den Socken, weil, obwohl ich jetzt, der letzte Film war am 5.8., da ging das hier über den Wendel, in 2 Wochen haben wir Anfang Februar, also war ich ein halbes Jahr weg und trotzdem habe ich nach wie vor einen Zuwachs gehabt, trotzdem haben sich die Leute meine Filme angeschaut, ich habe trotzdem ganz viele Kommentare und E-Mails zu den Filmen bekommen, da sage ich im Übrigen gleich noch was zu. Und ich bin einfach von den Socken, dass ihr mir so die Fahne hochhaltet, Stange halten wollte ich jetzt nicht sagen, und dass ihr mir einfach die Treue gehalten habt und hier trotzdem weiter meine Filme schaut, auch wenn es dann jetzt fast schon historische Filme sind. Ja, was ist eigentlich passiert? Warum bin ich ein halbes Jahr verschütt gewesen? Das hat mehr private und berufliche Gründe gehabt, vornehmlich jetzt private, und manchmal ist der Teufel ja ein Eichhörnchen. Ne? Da reihen sich die Dinge so wie an der Perlenkette gezogen aneinander und dann kommt man von einem Thema in das andere und das braucht halt Zeit. So, jetzt kann man natürlich sagen, Hobby ist wichtig, ja, ist es auch. Es dient nämlich für mich insbesondere für den alltäglichen Ausgleich zum Berufs- und auch zum Privatleben. Aber es gibt manchmal halt Dinge, die eben wichtiger sind, nämlich genau aus dem anderen Umfeld, aus Berufen, aus dem Privatleben, die haben einfach Vorfahrt haben, die haben Vorrang. Und dann, wenn die da meinen ganzen Einsatz bedürfen, dann bin ich halt da. Und dann gibt es halt keine MOBA und dann gibt es auch keine Filme. Das ist einfach so. Ja, so, was habe ich das nächste? Ich gucke mal so ein bisschen runter, ich habe da so einen Spickzettel hängen, da so ein paar Punkte drauf. Ja, wie geht es denn jetzt hier weiter? Wie läuft das denn demnächst hier so? Und tatsächlich ist es so, dass ich nach wie vor auch fürs Privatleben noch mehr Zeit brauche als vorher. Und deshalb mich auch zum Betrieb, sag ich mal, von diesem YouTube-Kanal von Enthusia MOBA ein bisschen anders aufstellen muss. Deshalb werde ich auch mein Format ein wenig verändern und den Aufwand, weil ihr wisst ja, ich schneide die Filme, ich mache einzelne Sequenzen, dann packe ich die zusammen, dann werden die nochmal überarbeitet, dann gucke ich mir die nochmal an, dann lade ich die hoch, terminiere die, dann werden die Fragen beantwortet, Kommentare kommen ja auch. Ich meine, wenn einer Fragen stellt, dann sollen sie auch beantwortet werden. Das nimmt alles sehr viel Zeit in Anspruch. Und YouTube hat sich für mich genauso zu einem Hobby entwickelt wie die MOBA an sich. Jetzt kann man natürlich sagen, komm, lass das mit YouTube mal sein, dann hast du mehr Zeit für die MOBA. Das ist schön. Aber YouTube macht mir halt auch Spaß. Ne? So. Deshalb möchte ich das ein wenig verändern. Der eine oder andere kennt noch den Kanal früher vom N-Onkel. Der hat nämlich eigentlich was ganz Geschicktes, was ganz Tolles gemacht. Der hat nämlich auch so Monatsfilme gebracht. Und genauso habe ich das auch vor, dass ich immer am Ende eines Monats Baufortschritte zeige, die in dem jeweiligen Monat passiert sind. Also entweder am Ende des Monats oder am Anfang des Folgemonats. Dass ich immer sage, so, Anfang Februar zeige ich euch, was weiß ich, was im Januar passiert ist. Oder wie auch immer, so als Beispiel. Wird jetzt in dem Fall nicht sein, weil es kommt noch was. Aber so kann man sich das dann vorstellen. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann machst du ja nur noch einen Film im Monat. Ja, stimmt, ich mache dann nur noch einen Film im Monat, aber ich habe ja noch einen Flügelmann, eine Wingman, eine Spannmann, der Junge aus Troisdorf, der sich jetzt wahrscheinlich ein Loch im Bauch freut, weil ich hier wieder auf Sendung gehe, weil er hat ziemlich lange gewartet und war sehr geduldig mit mir, und wie ihr wisst, ist das mittlerweile auch eine richtig tolle Freundschaft geworden, weit über das MOBA-Thema hinaus, schon weit ins Privatleben rein, und ja, und der war auch immer dran, jetzt küsst du noch ins Witter, machst du mal was. Ja, die Leute fragen bei mir schon, da sage ich auch gleich noch was zu.
Ja, natürlich mache ich noch was. Aber der war auch mit im Boot und der kannte auch die verschiedensten Situationen, die hier aufgeschlagen sind. Und von daher war er sehr geduldig. Und wie gesagt, der freut sich jetzt ein Loch im Bauch. Und mit ihm zusammen mache ich ja 2 Formate. Die Rheinländer. So. Das hat was damit zu tun, dass wir aus dem Rheinland kommen. So, und die 2 Rheinländer, die 2 Formate, das kennt ihr auch. Die 2 Rheinländer stellen vor. Das ist ja das Format, wo wir jüngere Kanäle vorstellen und das so ein bisschen einem breiteren Publikum vorstellen, als das, was sie selber haben. Und das zweite ist halt 2 Rheinländer au Bjöck. Das haben wir einmal vorgestellt und einmal praktiziert, aber das wollen wir so ein bisschen intensivieren. So, das braucht auch Zeit. Und das wollen wir halt machen. Jetzt kann man natürlich sagen, auf der anderen Seite, und diese bösen Zungen gibt es auch, ja, ihr seid ja sowieso nur Abonnenten, Jäger und Klickzahlen. Jetzt will ich euch mal kurz was dazu sagen. Baufortschritte und Bauvideos, das sind tatsächlich die Art von Filmen, die Klickzahlen erzeugen. Die 2 Formate, die wir da betreiben, die beiden Rheinländer-Formate, die sind jenseits von Gut und Böse. Ihr könnt das selber nachvollziehen, braucht einfach nur auf die Kanäle gucken, dann guckt ihr mal darunter, wie oft die aufgerufen sind, beziehungsweise, und dann seht ihr schon darum, dass das um einiges weniger ist wie ein normales Bauformat oder Bauvideo. Und warum machen wir das? Könnten wir uns ja sparen? Nee, können wir uns nicht sparen. Das liegt einfach an unserem Naturell. Wir sind gerne mit Menschen zusammen, wir haben einfach Spaß daran. Und das ist der einzige Grund, warum wir die beiden Rheinländer machen. Das hat nichts mit irgendwelchen Abojägern. Also weder der Sibi noch ich, wir sind Abojäger. Das stimmt nicht, sind wir nicht. Sondern wir machen das einfach nur aus Spaß und der Freude. Und bei beiden ist es so entstanden, dass wir eigentlich unseren Anlagenbau dokumentieren wollen. Wie bei vielen, vielen anderen auch. So ist das Ding einfach entstanden. Und daraus ist dann auch eine gewisse, naja, denn ich habe jetzt was gezeigt, jetzt musst du das nächste machen. Und zugegebenermaßen ist es auch schön, wenn man Resonanz bekommt. Das ist so ein bisschen wie Balsam für die Seele, wenn man so einen Tag scheiße gelaufen ist. Das hat auch jeder zu Hause. Das freut einen. Das ist einfach nur schön. Aber ich sag mal, wäre utopisch daran zu glauben, dass wenn man über 10.000 Abonnenten oder 9.000 oder 8.000 Abonnenten hat, dass man da Unmengen von Kohle mit scheffeln kann, das könnt ihr vergessen. Ich könnte nicht von YouTube leben. Nein, umgekehrt vielleicht, die von mir, aber ich nicht von denen. So, das nur mal so ein bisschen zur Einordnung. Warum und wieso und weshalb und Clicky-Zahlen hin oder her, das ist alles Pillepalle. Das interessiert mich nicht wirklich. Und viele anderen interessiert das auch nicht wirklich. Ne? Also wenn wir jetzt in Beauty und Fashion unterwegs wären und ich würde jeden Tag 10.000 Abonnenten machen, dann könnte ich eventuell auch davon leben. Aber mit Beauty und Fashion, ich meine, da bin ich jetzt auch nicht mehr in dem Alter zu. Vielleicht bin ich auch nicht mehr so fotogen genug dazu. Das ist nicht so mein Ding. Wir sind hier, was YouTube angeht, mit unserem Modellbau in einer absoluten Nische drin. Da kannst du keine Reichtümer mit kriegen. Ne? Da kannst du nicht von leben. Vergiss es. Gut, jetzt könnt ihr das mal so ein bisschen einordnen. Jetzt habe ich ja vorhin schon mal gesagt, es gibt auch noch ein bisschen bei den eigener Sache, Kommentare etc., wenn die kommen. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jede E-Mail, die mich direkt auf direktem Wege erreicht. Und die wird auch, der eine oder andere kann das auch bestätigen, die werden auch immer beantwortet. Und sei es noch so kritisch, ja, sondern ich finde zum Beispiel kritisch ehrliche Kommentare finde ich total klasse, weil das sind wirklich Dinge, wenn die dann begründet sind. Ne? Wenn du baust Scheiße, das mag sein, in dem sein Auge, aber das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Wenn er aber sagt, du baust Scheiße, weil hier rechts rum, links rum, du hast da irgendwas verdreht oder hast du mal darüber nachgedacht, oder das hängt immer so ein bisschen von Tonmacht der Musik, da kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie man formuliert. Aber im Grundsatz gehe ich ja nicht davon aus, dass man mir was will, sondern dass man mir einfach einen Tipp geben will. Und so Dinge finde ich klasse. Ne? Muss man einfach auch mal so sagen. Was ich aber weniger klasse finde, ist, wenn mich solche Botschaften über Dritte erreichen. Das war jetzt zum Beispiel in dem Fall, wo ich nenne es mal abstinent war, also YouTube-abstinent war. Da haben manch einer gefragt über MOBA-Kollegen, hör mal, hast du was vom Louis gehört, wie geht's denn, kannst du mir mal was sagen? So, das kann ich ja so vielleicht halbwegs noch verstehen. Aber was ich nicht verstehen kann und was ich überhaupt nicht vertragen kann, ist, wenn man fragt, beispielsweise,
ob derjenige, der also da angeschrieben, also ein MOBA-Kollege wurde angeschrieben, kannst du den Louis mal fragen, ob der mal meine Planung für Elektrik machen kann. Da muss ich ganz einfach sagen, oder andersrum, ich erkläre das mal kurz am Modell Bergwerk. Kohle nach oben, Essen nach unten. Keine Kohle nach oben, kein Essen nach unten. Übertragen auf YouTube würde das bedeuten, also wenn du mich direkt anschreibst, kriegst du eine Antwort. Schreibst du mich nicht direkt an, kriegst du keine Antwort. Das ist ganz einfach. Und ich bin dann gefragt worden, kannst du da mal anrufen? Die Antwort an demjenigen war direkt, nee, mache ich nicht. Soll mich doch direkt anschreiben. Und das geht halt, indem man dann über die Kanalinfo geht mit einem normalen Webbrowser, nicht mit der App. Dann mit dem Webbrowser dann auf die Kanalinfo geht und da in dem Webbrowser wird einem dann auch die E-Mail-Adresse angezeigt. Da kann man mich anschreiben. Die funktioniert, die E-Mail-Adresse. Und wenn man das nicht hinkriegt, weil man zum Beispiel doch mit der App geht, dann gibt es auch Menschen, die haben gesagt, weißt du, weil ich mache das ganz tricky, ich schreibe dem Kommentar, vielleicht antwortet er. Und ja, das macht er. Er antwortet darauf, aber man muss mich direkt anschreiben, nicht über Umwege, da stehe ich nicht drauf. Alles, was mich über Umwege erreicht, ist bis heute nicht beantwortet und es wird auch nicht beantwortet. Ja, weil das fuchst mich dann schon. Sowas mag ich nicht, denn da wird nicht nur mir die Zeit geklaut, sondern auch den MOBA-Kollegen die Zeit geklaut. Das ist so, das macht man einfach nicht. Wenn ich doch von einem was möchte, dann frage ich ihn doch direkt. So, und was mich auch noch fuchst, um es einfach mal zu sagen, ich glaube, jeder YouTuber oder jeder, der Modellbahnfilmchen macht in irgendeiner Art und Weise, ich finde es schon ein wenig bemerkenswert, weil wir geben uns ja Mühe mit unseren Filmen. Ne? Der eine mehr, der andere weniger, der eine schneidet, der andere nicht, das ist aber auch vollkommen wurscht. Wir wollen ja einfach nur teilhaben lassen mit dem Zeug, was wir hier machen. Ob das Fehler sind oder ob das Bauten sind, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern wir wollen es einfach mitteilen, um den Kollegen, die da draußen sind und keine YouTube-Filme machen, zu sagen, hier, das und das ist hier laufen, so und so habe ich es gemacht oder so und so habe ich Mist gemacht, was auch immer, ist ja wurscht. Damit das selber nicht nochmal passiert. Wir wollen das einfach nur multiplizieren, einfach zum Besten geben. So der eine kann es verwenden, der andere nicht. Was uns aber, glaube ich, alle fuchst ist, wenn wir uns dann so, ich sag mal, 15 Minuten, 20 Minuten mit so einem Film beschäftigen oder den zum Besten geben, weil die 20 Minuten, die haben noch eine längere Produktionszeit hinter sich. Ne? Also das ist nicht nur, dass 20 Minuten aufgenommen wird und gepusht wird, sondern da steckt ja ein bisschen mehr dahinter. Wenn es dann Fragen gibt, wo man dann genau weiß, ja Junge, wenn du jetzt noch 2 Minuten länger geguckt hättest oder von den 2 Minuten, die du geguckt hast, die restlichen 18 auch noch dir angeschaut hättest, dann wäre deine Frage beantwortet. So, wie reagiere ich jetzt darauf? Also ich, der Louis, ich kann nicht für andere sprechen. Am Anfang bin ich hingegangen und habe gesagt, ja, guck noch mal 10 Minuten weiter, dann hast du da die Antwort. So, mittlerweile für mich ist das, oder vielleicht auch für andere, ist das so eine Art von Wertschätzung. Also wenn ich jetzt keine Zeit habe, mir das ganze Video anzuschauen, auch dann, wenn es vielleicht gegliedert ist, wo es genau drin steht, wo ich hinspringen könnte, und gucke es mir dann nicht an, stelle dann eine Frage, die ja da drin beantwortet ist. Dann, wenn du dir nicht die Zeit nimmst, lieber Zuschauer, ja, einfach so, oh, 2 Minuten, der weiß ja, den frage ich jetzt mal. Wenn du dir nicht die Zeit nimmst, mir mein Video anzuschauen, dann nehme ich mir nicht die Zeit, dir deine Frage zu beantworten. So einfach ist das. Modell Bergwerk, Kohle nach oben, Essen nach unten. Keine Kohle nach oben, kein Essen nach unten. Ganz einfach. Man darf nämlich nicht vergessen, alle die jetzt hier in YouTube sind und die wir uns vielleicht dann auch beim nächsten MOBA-Treffen wieder sehen würden, das sind alles Privatpersonen. Die machen das rein privat, die machen das aus ihrer eigenen Zeit und auch, ich glaube nicht, dass irgendeiner Zeit zu viel hat. So, und ich glaube, es gehört so ein bisschen der Höflichkeit, dass man dann sagt, naja, ich gucke es mir zumindest an. Und wenn ich dann nicht verstanden habe, dann die Frage stelle, die wird beantwortet. Überhaupt keine Frage. Aber wenn man feststellt, dass da eine Frage ist, wo man sagt, ja, hättest du mal zu Ende geguckt, dann wäre die Frage beantwortet. Da sage ich jetzt nichts weiter zu. Also ich werde die nicht mehr beantworten. Das könnt ihr jetzt unter dem Stempel der Arroganz ablegen oder ihr könntet euch einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Wie gesagt, da spreche ich jetzt nicht alle an, aber die ich anspreche, die werden es schon wissen. Gut,
wo war ich denn jetzt? Ach, wie geht's weiter? Wie geht's weiter denn jetzt hier? Ihr seht hier hinten, Bild hängt. Bild hängt schon mal. Kulisse. Kulisse ist das nächste Thema. Ich habe das schon mal auch mal in einem anderen Video schon auch beim Wendel angesprochen. Da war ja so ein Wettrennen, kütt jetzt die Kulisse oder Wendel? Ne, der Wendel hat gewonnen. Als nächstes kommt hier die Kulisse, dazu aber auch die Unterkonstruktion. Ich habe das dann immer genannt Hintergrund und Kulisse, wie ich irgendwann mal geschnallt habe, Hintergrund und Kulisse, dürfte so ziemlich dasselbe sein. Also die Unterkonstruktion plus die Kulisse, also das Draufbringen, plus die Beleuchtung, die ich gemacht habe, ist das nächste Filmchen. Und dieser Film kommt aller Voraussicht nach am 3.2. So. Oder vielleicht am 10.2. Müssen wir halt mal gucken, wie ich das so gewuppt kriege. Und danach geht es dann halt los mit den Bauvideos, die dann kommen und auch die ganzen anderen Themen, die da so kommen. So, jetzt habe ich euch zugetextet. Der ein oder andere ist vielleicht auch jetzt angesickt. Das mag durchaus auch sein. Aber dann hat er sich auch angesprochen fühlt und dann gehört er genau zu denjenigen, die ich eigentlich auch adressieren wollte. Alle anderen werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln vor der Kamera so oder vor dem Fernseher sitzen. Ich sitze jetzt vor der Kamera, ihr vor dem Fernseher. Und würden sagen, ja, genau so ist es. Gut, ihr Lieben, das war es wieder mal. Also, wenn es euch gefallen hat, auch wenn es ein bisschen kritisch war, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn wieder was Neues gibt. So, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen, seid mir nicht böse. Tschüss, euer Louis.